Moin, mein Name ist Marc, das ist That's Barbecue, That's Barbecue und ich drehe jetzt mein letztes Video beim lieben Michael. Darunter kennt er mich wahrscheinlich besser und mehr. Schade, dass es das letzte ist, aber wir haben schon 2 tolle andere gedreht. Das heißt, 3 Stück kommen auf euch zu und eins davon ist dieses hier. Und was machst du? Ich mache einen Beef Rib Burger. Ich wollte schon immer mal Short Beef Ribs machen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht auf dem Kanal. Okay. Und ich wollte das Ganze als Burger machen. Ich stelle mir das richtig cool vor. Du hast so den Burger und ziehst dann den Knochen locker raus und hast dann wirklich nur das Fleisch drin. Okay. Du machst einen Blitzcoleslaw dazu. Du hast zu dem Blitzcoleslaw hast du richtig Zeit, denn ich werde die ganze Sache sous vide machen. Ich habe zwar hier überall Smokers stehen, aber dachte, ich mache es sous vide. Wir haben 15 Stunden, kommst jetzt ins sous vide Becken, damit dann das Fleisch schön vom Knochen sich löst und dann wird es noch ein bisschen angegrillt. Wenn ihr das sehen wollt, wie man das sous vide macht, kann ich euch das Video von 0815 Barbecue empfehlen, von Markus. Der hat das letztens tatsächlich schon sous vide gemacht, wo ich dachte, verdammt, der ist mal wieder ein Stück schneller gewesen als ich. Aber wie gesagt, ich mache es halt sous vide, so wollte ich es einfach anmachen. Und deswegen unterscheidet sich das von dem Markus. Und Markus weiß schon, dass meins doch kommt. Doch, das ich muss dich leider gerade korrigieren. Was denn? Du hast gesagt, er hat es im sous vide gemacht. Er meinte den Smoker. Er hat den Smoker gemacht, ich mach's sous vide. Genau, du hast aber auch gesagt, er hat es im sous vide gemacht. Hab ich das den Leuten gesagt? Hast du gerade gesagt? Habe ich das den Leuten gesagt? Ich meinte natürlich, der Markus hat das sous vide... tatsächlich, du hast recht, ich habe das echt so gesagt. Siehst du? Er hat es im Smoker gemacht. Der Markus hat es im Smoker gemacht und wir machen das jetzt sous vide. So, und dann hätte ich gesagt, bevor wir noch mehr durcheinander kommen, fangen wir an. Genau, es ist mir nicht viel Arbeit. Also man muss das jetzt nur ein bisschen würzen. Ich habe schon weitestgehend pariert und ich habe schon die Silberhaut entfernt. Okay. Was beim Short Rib gar nicht so leicht ist wie bei der Schweinerippe. Ja, weil die ziemlich dick ist. Ja, und die wehrt sich wirklich. Ich habe den Löffel wieder gerade gebogen. Der hat sich ein bisschen verbogen, aber ich habe es nicht gefilmt. Also einfach untergehen wie bei einer Schweinerippe auch und hochheben und dann abziehen. Und weil sich so einfach anhört, dauert ein bisschen länger. Also macht es vernünftig, denn gerade da ist die Silberhaut tatsächlich noch ein bisschen stärker und die will man wirklich nicht darauf haben. Die muss auf jeden Fall runter. Ja, und jetzt den letzten Schritt für heute, die Linkswein. Wir haben ein neues Gewürz, Gott sei Dank, hier. Wir haben überragend und damit werden wir es jetzt einrubben. Einfach. Dann kann das ja auch nur überragend werden. Das denke ich auch, dass es überragend wird. Das wird natürlich mal einen ordentlichen Geschmack zu geben und wir geben ordentlich drauf davon. Natürlich auch auf die Seite mit den Knochen, damit da auch ein bisschen was ist. Und ihr seht, hier ist wunderbar die Haut ab. Damit es dann wirklich nachher schmeckt, wenn wir es rausziehen. So durch sous vide, ne? Wird das ja sowieso wahrscheinlich. Ja, zieht noch mal ein. Genau. Aber trotzdem, wenn ich schon mal überragend habe, will ich auch nichts verschwenden. Das heißt, wir nehmen es noch mal mit auf. Damit es noch überragender wird. Damit es noch überragender wird. Haben wir jetzt genug Wortspiele betrieben hier? Nein, noch nicht. Okay. Ich glaube, ich habe das wirklich sehr überragend gewürzt. Dann musst du ihn aber auch den überragenden Beef Rib Burger nennen. Dann nenne ich ihn den überragenden Beef Rib Burger. Wir tun es noch kurz rein. Genau, denn wir wollen es ja sous vide machen und dann müsst ihr das Ganze hier in so sous vide Beutel machen. Einvakuumieren. Und bevor wir die Hände waschen gehe. Genau, halte ich dir mal den Beutel auf. Und dann lasse ich es runterrauschen. Und ich vakuumiere es schon mal ein. Okay. Und mehr brauchen wir nicht tun. Das ist der Beutel, so sieht es einvakuumiert aus. Da müsst ihr also ein bisschen aufpassen mit den Knochen. Vielleicht vorher mal so gucken, falls irgendwelche spitzen Ecken sind, dass man die wegmacht, weil sonst drückst du den Beutel kaputt und dann zieht das Ding Wasser und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Der Geschmack geht raus. So. Ja, und wir haben 70 Grad und das Ganze, wie gesagt, für 15 Stunden. Wenn es 16, 17 werden, ist auch nicht schlimm. Das ist das Schöne dabei, umso zarter wird das Ganze, aber 15 sollte man schon machen. Okay. Und dann, ja, dann hätte ich gesagt, du machst auf, ich schmeiß rein. Und dann bis morgen. 15 Stunden sind um, ne? Gut durchgezogen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Man sieht schon, dass der Knochen zurückgegangen ist. Ich glaube, es wird richtig lecker. Ich hoffe, der Knochen hält auch beim Zubereiten noch ein bisschen, nicht, dass er abfällt. Der soll erst abfallen, wenn wir ihn rausziehen im Burger. Ja. Also ein bisschen vorsichtig müssen wir sein. Ich sage jetzt mal nicht, das klappt, aber ich gehe mal davon aus. Ja. Du musst auch noch mal vorsichtig sein. Du hast ja gelernt, wie man eine Mayonnaise macht. Ja, habe ich. Du machst jetzt die erweiterte Version, einen Blitzcoleslaw. Und da brauchst du natürlich ein paar Zutaten. Und Mayonnaise. Und Mayonnaise. Was ich gestern nicht gesagt habe, da ist übrigens ein bisschen Zitrone drin für die Säure. Okay. Ich bin gespannt. Das hat, ja. Und die restlichen Zutaten, darf ich die hier kurz anpreisen? Wir haben hier die, da steht gar nicht S&E. Da steht Pott und Flamme. Ja. Wir haben hier die wunderbare Barbecue-Soße Pott und Flamme vom Barbecue Bären. Auch im Shop erhältlich. Einfach mal vorbeischauen.
Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den Blitz Coleslaw zu machen. Dafür brauchen wir natürlich noch so ein paar Zutaten. Hier hinten haben wir einmal die Mayo zumindest vorbereitet. Da ist jetzt drin Öl, Ei, Senf, ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer. Die ziehen wir gleich hoch, dann haben wir das schon mal erledigt. Aber ihr könnt natürlich auch fertige nehmen, wenn ihr das nicht machen wollt. Dann brauchen wir Weißkohl oder Spitzkohl. Den nach Möglichkeit hier so schön fein reiben. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen Zucker stehen, Senf, noch ein wenig Zitronensaft und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Ja, und mehr brauchen wir nicht. Und ich denke mal, das reicht auch für so einen schönen, schnellen, feinen Coleslaw. Und deswegen hätte ich gesagt, jetzt machen wir erstmal die Mayo. Dann nehmt euch hier so einen Zauberstab, macht den hier rein, gebt Gas und dann zieht ihr das hoch. Und ihr werdet jetzt sehen, das ist wie von Zauberhand in noch nicht mal einer Minute gemacht. So, und los geht's. Und ihr seht, ratzfatz ist unsere Mayo fertig. Hat keine Minute gedauert. Und lecker wird es auf jeden Fall sein. Zu unserem Kraut, was wir schön gehackt haben, geben wir jetzt einmal die Mayo. Das heißt, die holen wir hier schön aus dem Glas raus. Dann mache ich erstmal nur die Hälfte von dem Zitronensaft. Zucker gleich komplett. Dasselbe machen wir mit dem Senf. Dann natürlich Pfeffer, der darf nicht fehlen. Etwas Salz. Ja, und jetzt kommt die schwierigste Aufgabe. Wir müssen alles gut miteinander vermischen. Das machst du aber gut. Und dann haben wir hier unseren Blitz Coleslaw fertig. Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen Möhre wäre vielleicht noch schön gewesen für die Optik. Ja. Oder irgendwas Grünes, aber ich sag mal, wir klatschen das eher auf den Burger. Ein Apfel. Ein Apfel geht auch und das sieht man dann sowieso nicht mehr so. Das soll ja auch nur eine Ratzfatz-Nummer sein hier und ihr seht, das hat hervorragend geklappt. Ja, und probieren müssen wir natürlich auch noch. Ich opfer mich da ganz freiwillig. Frische passt. Was jetzt noch ein bisschen dran muss, ist Pfeffer und Salz, aber sonst mega. Ihr habt gesehen, 5 Minuten gemacht und jetzt geht's weiter. So, dann ist es soweit. Schauen wir nach, wie das Fleisch geworden ist. Das Fleisch ist gut zurückgegangen, Knochen ist gut hervorgekommen. Ich glaube, wir sind auf einem super Weg. Ja, das sieht super aus. Ja, wie sieht das aus, bitte? Und jetzt vorsichtig rausholen, damit der Knochen auch wirklich dran bleibt. Boah, es duftet. Ja, Ich glaube, ich muss bei mir auch mal ein bisschen mehr Sous vide machen. Jetzt hast du Sauerei gemacht hier. Gib mir den Saft. Gut. Und ihr seht hier, Mega. was da sich Saft bildet. Ich tue das jetzt mal aufs Brett drauf. Und da ist es. Genau richtig. Ja, und da haben wir das gute Stück. Jetzt unterteilen wir es natürlich in burgergerechte Portionen. Achten darauf, dass der Knochen immer noch nicht abfällt. Dafür nehmen wir natürlich ein scharfes Messer, damit es besonders gut durchschneidet. Ja, und dann geht es auch schon an den Grill. Ja, und dann Weber angekommen. Gehen wir mal drauf und verpassen dem Ganzen ein paar Röstaromen und immer noch vorsichtig, dass der Knochen nicht abfällt. Hört sich gut an. Ja. Und in der Zeit, wo du das machst, lege ich hier oben schon mal die Buns drauf, dass die schon mal ein bisschen Temperatur bekommen. Wunderbar. So, und dann hat Michael die ehrenvolle Aufgabe, er darf drehen. Was? Mich im Kreis oder das Fleisch? Ach, das wäre mal komisch hier, wa? Das ist für meine Aufgabe. Oh, Freunde der Sonne. Und ihr seht, Ah, herrlich. Röstaromen, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Und dann hier und da auch noch mal. Und dann denke ich mal, wird es vielleicht lecker. Ich gehe davon aus. Lebt noch, hier können wir dran ziehen. Ach, geil. Warten noch ein paar Sekunden. Okay. So, dann ist es soweit. Wir gehen in die indirekte Zone, haben überall Röstaromen dran und werden es ein bisschen einpinseln, damit es noch ein bisschen glasieren kann und da ein bisschen liegen lassen. Das heißt, Soße drauf. Deckel zu und ziehen lassen. Ja, und dann sind wir soweit. Wir können so runternehmen, ne? Und essen. Dann gehen wir mal ein bisschen von dem leckeren Coleslaw drauf.
Das ist das Beste an dem Burger. So ein bisschen schlotzig das Ganze machen, damit wir hier auch hier rumkleckern. Dann kommen die Rippen drauf. Oh ja, die ist perfekt für mich. Oh, das sieht geil aus. So, damit man ein bisschen noch mehr Salat hat, man kann ja nicht nur kurz, da kommt ein Gürkchen drauf. Fürs Gewissen. Ja. Du kriegst auch ein Gürkchen. Du kriegst das größte Gürkchen. Toll. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, ich hätte das größte Gürkchen, aber da sind wir auf einem anderen Thema, ne? Oh, und dann hat natürlich einen Deckel drauf, damit es ein vernünftiger Burger ist, ne? Und dann mache ich jetzt erstmal ein Foto, bevor wir das dann essen. Oh ja. Mach schnell ein Foto, bitte. Ja. Ja, und wenn jetzt alles funktioniert hat, dann haben wir hier nicht nur einen riesengroßen Burger, einen leckeren Burger. Aber du hast schon ein bisschen angedreht. Das, Nee, habe ich nicht. Das ist geschickt. Vielleicht war das nicht verkehrt. Darf ich ihn ziehen? Ja. Jetzt passt auf. Zap, zarab. Da ist er. Jetzt kann man einen auf. Raus damit. Optisch sehen wir so aus, aber Schön sauber. so auf. Nee. So, was? So? Nein. Du kannst ja nicht übertreiben. Also ich drücke jetzt mal ein bisschen. Ja, ist nicht im Mund sonst, ne? Er ist wirklich groß geworden. Aber es hat McRib Deluxe, ne? Und Ja. auch mal Original McRib mit Rib. Rib. Ja, vom Knochen schmeckt immer besser, sagt man so. Weiß auch nicht warum. Also rein damit. Der ist so saftig. Ich trau mich nicht. Weißt du erst mal rein. Ich jetzt auch? Schmeckt nicht. Ne, auch scheiße. Mega saftig, mega zart, egal was er sagt. Boah. Oh, ist ja gut geworden. Die Soße ist auch gut, das ist perfekt dazu. So ein bisschen Raucharoma noch mal dran gekriegt. Ein Einwand hatte ich eben. Er hat das sous vide noch 70 Grad laufen lassen. Ich habe mir gedacht, 70 Grad, könnte im Endeffekt ein bisschen wenig sein. Dass es da noch wirklich butterzart wird. Alter, Ja, ja. ich kann die ganze nächste Woche renovieren hier, bis er soweit ist hier mit... Oh Gott, nein. Ich habe echt gedacht, 70 Grad sind zu wenig. Weil in der Regel geht man ja bis an die 90 Grad, damit es wirklich, wirklich weich ist. Aber das hier, ich denke mal, durch das lange Garen, 15 Stunden Wasser im Becken. Geil, ne? Ja, und vor allen Dingen kannst du es noch schön schneiden. Schön Eigensaft, schön saftig noch. Und mega lecker. Also, es ist nicht nur gut geworden, optisch und von der Feeling her, sondern auch lecker. Die Kombo mit dem Salat und Gurke, boah. Also kannst du sagen, das ist ein überragender McRib. Und ich spreche erst mal voll im Mund, das macht man nicht. Nee, macht man nicht. Aber das stimmt, wir haben noch überragend drauf. Habe ich ganz vergessen, warum es so gut schmeckt. Also geschmacklich wirklich hammerding. Wer sous vide hat, probiert's aus. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal mit sous vide machen, weil ich habe immer gedacht, das auch so hin. Aber ich sag mal, hast du schon mal Pulled Pork so gemacht? Nee, noch nicht. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Pulled Pork im sous vide Becken. Das heißt, ich werde es vielleicht anräuchern. Soll ich auch machen. Zwei. Versenken. Genau. Und dann noch mal 15 Stunden, 20. Was meinst du? Ja, aber ich mache 15 reicht. Das ist sehen, wie Zeit. Ja, mach 20, dann fällt es richtig auseinander. Dann brauchst du nur so mal Putsch und dann liegen die Streifen da. Also wie gesagt, McRib Burger Deluxe, hammergeil. Was sagst du im Hintergrund da? Ach so, du hast einen vollen Mund. Im vollen Mund spricht man übrigens nicht, ne? Nur dass du es weißt. Michael hat doch extra gemacht, wie man es gezeigt, wie was man nicht machen soll. Ganz nicht genau. aufgepasst, das gibt's nicht. Anstand einmal beiseite gelegt. Ja, schade, aber wir sind schon wieder durch, ne? Vater Gottes, ja. Hatten jetzt leckere 5 Videos. 2 tolle Tage. Ja, und wir werden es auf jeden Fall wiederholen. Unsere Abstände werden kürzer, man merkt es. Ja. Der Sommer steht vor der Tür. Ja, deswegen haben wir jetzt früh angefangen. Es ist zwar jetzt auch wirklich bitterkalt. Gestern haben wir uns totgefroren. Heute ist besser. Aber wenn es jetzt wärmer wird, denken wir, dann geht da noch mehr so Feuerplattenmäßig und so. Ja, stimmt, das haben wir auch noch. Ideen. Mit Feuer auf jeden Fall. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, guckt bei Michael vorbei, wenn ihr da noch nicht wart. Aber ich denke, bei ihm auch. Ja, schaut bei mir vorbei, jetzt wo ihr schon mal hier seid. Aber ich denke, ihr wart schon mal bei Michael und folgt dem auch schon. Ansonsten wird es langsam Zeit. Ja, Ich gehe jetzt aus dem Bild und genau. mach Ich mach ein schönes so, Auto. ich mach so. Ich gehe hinter das Bild, weil da kann ich noch mal beißen. Weißt du? Ja, super, das ist nicht. Hallo. Ich werde gleich hier noch ein bisschen rumsauen. Ja, das war's schon wieder. Meine Tage sind um hier bei Michael. Für euch heißt es wieder, schaut hier noch ein weiteres Video mit uns, noch ein weiteres Video mit uns. Hier oben könnt ihr ein kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, verpasst da nichts mehr. Habt ihr schon mal verpasst, das Rezept und alle Rezepte natürlich hier bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Let's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.